Hallo meine Freunde, hola Madridistas, der Captain von Real Madrid, Xabi Alonso, erreicht langsam die Flughöhe. Unsere Spieler können sich abschnallen, denn eins ist klar. Gestern Abend ist Real Madrid geflogen. Eine absolute Machtdemonstration in Levante. Unsere Jungs gewinnen absolut verdient mit 4:1. Beim besten Saisonspiel in dieser Saison sichert sich Real Madrid die Punkte 16, 17 und 18, setzt sich mit 6 Siegen aus 6 Spielen an die Tabellenspitze aus La Liga und wird am Ende dieses Spieltags, da kann passieren was will, weiterhin Spitzenreiter in der spanischen Liga sein. In diesem Video erfährst du alles, was du über das gestrige Spiel wissen musst. Ich habe für euch Videos, Statistiken etc. Viel Spaß beim Video. Seit Xabi Alonso Trainer von Real Madrid ist, hat er eine Aussage immer wieder wiederholt. Es ist ein Prozess. Wir werden von Woche zu Woche besser werden. Die Spieler werden von Woche zu Woche mein System besser verstehen, unser System besser leben, besser auf dem Platz verwirklichen. Und ich muss sagen, Xabi Alonso hat Wort gehalten. Woche für Woche sehen wir in dieser Mannschaft eine weitere Entwicklung, einen Lernprozess. Und bisher konnten wir über gute Halbzeiten reden, über gute 30 Minuten etc. Und jetzt kann ich zum ersten Mal über ein komplett überzeugendes Spiel von Real Madrid unter Xabi Alonso sprechen. Real Madrid gewinnt bei einem schweren Auswärtsgegner. Die Jungs von Levante haben gestern bewiesen, dass die auch gut Fußball spielen können. Trotzdem gewinnt Real Madrid absolut verdient mit 4:1. Wenn wir ehrlich sind, das Spiel hätte auch locker 5, 6, 7, 0 ausgehen können, denn das Tor von Levante war mehr oder weniger ein Unfall. Die wussten selber nicht so ganz, wo das Tor gerade herkam. Ja, fangen wir aber zunächst einmal an mit der Aufstellung, die Xabi Alonso gewählt hat. Und diese Aufstellung verrät eigentlich schon alles, was du über diesen Trainer wissen musst. Komplette Rotation. Die komplette Verteidigung war anders als beim Spiel gegen Espanyol Barcelona. Unser rechter Verteidiger Raúl Asensio ersetzt einen Dani Carvajal, der sich auch mal ausruhen muss. Wie gesagt, nach seiner langen Verletzung kann er nicht jedes Spiel 90 Minuten machen. Das gleiche gilt für einen Eder Militao. Der wurde als rechter Innenverteidiger von einem Dienhausen ersetzt. Wo kommt das denn her? Aber Dienhausen ist ja beidfüßig. Linker Innenverteidiger, das hab ich nicht kommen sehen. Álvaro Carreras, es wurde immer wieder gesagt, er kann das auch spielen. Xabi Alonso hat das auch gestern so gemacht. Und links dafür dann ein Fran Garcia. Im Mittelfeld kamen wir dann wieder ein bisschen mehr zur Routine, obwohl auch ein Tchouaméni, der in dieser Saison alles gespielt hat, gestern sich ausruhen durfte. Ein Dani Ceballos mit einem Fede Valverde haben mehr oder weniger hinten die Doppel-6 gespielt. Davor ein Arda Güler, der gestern nach seiner Pause gegen Espanyol Barcelona wieder starten durfte. Und vorne, muss ich sagen, ist das einzige, wo sich langsam anscheinend eine Stammformation bildet, Kylian Mbappé, Vini und Franco Mastantuono. Zu der Leistung der einzelnen Spieler komme ich gleich. Real Madrid hat die ersten 5, 6 Minuten gebraucht, um ein bisschen ins Spiel zu kommen. Hier und da kleinere Fehler von den Innenverteidigern. Das hat sich aber dann relativ schnell gefangen. Real Madrid hat das Spiel in die Hand genommen. Und wenn ein Spieler mehr Bock hatte als alle anderen, waren das am Anfang eher zwei, würde ich sagen. Ein Vini Junior und ein Franco Mastantuono, die überall waren, Abschlüsse gesucht haben. 1:1 Situation. Beide eine enorme Arbeitsrate nach hinten geleistet haben. Und es ist kein Zufall, dass Vini Junior mit einem absoluten Wundertor das 1:0 für Real Madrid macht. Ein rechter Außenriss in die lange Ecke. Der hat gestern
gestern im Watchalong, danke übrigens dafür, wir waren teilweise über 500 Leute, also danke dafür, danke, dass euch mein neues Setup gefallen hat, schön, danke für die liebe Resonanz. Aber wie dem auch sei, Vini Junior macht ein Außenrisstor, was so ein bisschen daran erinnert hat an das Tor von Ronaldinho, damals für Barcelona gegen Chelsea, mit dem Außenriss in die rechte Ecke. Vini Junior hat auch direkt nach dem Spiel klargemacht, das hat mir ein Luka Modric beigebracht. Luka Modric hat das Bild von Vini Junior, das Tor auch kommentiert und geschrieben, schönes Tor. Also tolles Tor vom Brasilianer, der hat sich dieses Tor aber erarbeitet. Links wie rechts. Er hat nicht aufgehört zu kämpfen und es zu versuchen. Und auch beim Torjubel hat man gesehen, eine Last ist von ihm abgefallen. Er hat so den Boden weggetreten, so ein bisschen in die Luft getreten. Man hat gesehen, es war für ihn erleichtert, dass endlich das, was er möchte, auch umgesetzt bekommt. Tolles Tor des Brasilianers, der zu Recht am Ende der MVP des Spiels geworden ist. Vini Junior. Wenn das ein Xabi Alonso auch noch schafft, dass wir den Vini Junior wiederkriegen, den wir gestern gesehen haben, dann haben wir Madridistas dieses Jahr eine Menge Freude. Auch der Torschütze zum 2:0 hat sich dieses Tor erarbeitet. Franco Mastantuono hatte vor seinem ersten Tor für Real Madrid noch 2 weitere Chancen. Einmal knapp vorbeigeschossen, 3 sogar. Zweimal knapp am Tor vorbeigeschossen, einen Ball sogar an die Unterlatte. Da machen sich Leute über ihn lustig, aber der hatte einen Bruchteil einer Sekunde, sich diese Chance oder den Ball zu reagieren. Der Ball prallt vom Torwart ab, er versucht den Fuß noch hinzukriegen, der schafft es, dass der Ball Richtung Tor geht. Leider prallt er von der Latte ab, aber du musst erstmal da stehen. Diese Chance hat ihm keiner geschenkt. Die hat er sich erarbeitet. Franco Mastantuono, es wird schwer sein, ihn aus der ersten Elf zu verdrängen, wenn man die Arbeitsrate sieht, die dieser Junge an den Tag legt. Die Intensität in jedem einzelnen Zweikampf. Bälle, die schon verloren sind, gibt er nicht für verloren. Er rennt hinterher, steckt den Fuß rein. Er ist ein richtiges Arbeitstier und das tut Real Madrid verdammt gut. Ja. Und dann gibt es in der Karriere von Spielern immer wieder besondere Momente. Ich glaube, du kannst jeden Fußballprofi fragen, wann war dein erster Starteinsatz als Profi oder auch wann hast du dein erstes Tor für deine Mannschaft gemacht. Franco Mastantuono hat gestern Geschichte geschrieben, sein erstes Tor als Spieler von Real Madrid. Und wie das Schicksal es so will, der Fußball hat wirklich immer wieder diese traumhaften Geschichten. Ausgerechnet an einem 23. September schießt Franco Mastantuono sein erstes Tor. Genau am gleichen Datum hat ein gewisser Alfredo Di Stefano sein erstes Tor für Real Madrid gemacht. Franco Mastantuono hat sich dieses Tor verdient. Ich hoffe, dass es wie mit der berühmten Ketchupflasche, jetzt wo sie einmal geöffnet ist, dass die Tore nur noch rausfallen. Der Junge wird von Woche zu Woche besser und er war gestern nach dem Spiel auch wirklich sehr erfreut. Hören wir uns mal das Interview von unserem Argentinier an. Ein Tor im Trikot von Real Madrid. Also vielen Dank. Ehrlich gesagt, ein einzigartiges Gefühl, ein unglaublicher Moment heute Nacht. Ich glaube, ich habe lange darauf hingearbeitet und zum Glück hat es heute geklappt. Und obendrein gewinnt das Team mit Abstand. Ich denke, das ist sehr positiv und ehrlich gesagt, für mich ist das eine riesige Freude. Außerdem, was für ein Traumtor, was für ein Dribbling, was für ein Abschluss mit dem rechten Fuß. Das ist dort am schwierigsten. Also ja, ich glaube, die Aktion leitet Vini sehr gut ein. Er sieht mich, ich war gerade auf der anderen Seite, er sieht mich gut und zum Glück konnte ich gut abschließen. Ich hatte vorher andere Chancen vergeben, die vielleicht leichter waren als das Tor, das ich gemacht habe. Ich bin glücklich, weil ich getroffen habe. Und heute, interessanterweise, der 23. September. Auch am 23. September erzielte der größte aller Zeiten, Don Alfredo Di Stefano, sein erstes Tor mit diesem Trikot. Ja, das hat man mir gerade gesagt, als ich reingekommen bin. Wirklich unglaublich, unglaublich. Nun, es ist ein Stolz für mich, das habe ich schon gesagt, Ähnlichkeiten mit ihm zu teilen. Natürlich werde ich mich nicht mit einem so großen Spieler wie ihm vergleichen, aber gut, ich glaube, diese kleinen Details sind sehr schön. Ja, schön zu sehen, wie seine Augen leuchten. Ja, wie gesagt, das Schicksal hat wahrscheinlich Großes mit diesem Jungen vor. Der wohl größte Spieler in der Geschichte unseres Vereins neben Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, kam auch von River Plate nach Madrid, schießt auch an einem 23. September sein erstes Tor. Hoffen wir, dass Franco Mastantuono irgendwann in die Fußstapfen treten kann. Naja, die größten Fußstapfen, die es in der Geschichte von Madrid gibt. Naja, wie dem auch sei, Real Madrid hat danach weiter das Spiel dominiert, hätte schon das 3-0, 4-0 machen müssen, hat sich Chancen erarbeitet,
gearbeitet. Ja, und dann, wie es so ist, wenn du vorne die Chance nicht machst, Levante macht irgendwann nach einem ihrer wenigen Angriffe, der Spieler schießt, Hausen rutscht rein, der Ball nimmt eine unglaubliche Flugkurve. Selbst ein Thibaut Courtois mit einer Reichweite von 2,20 Meter kann diesen Ball nicht erreichen. Der Stürmer macht das gut, macht das 2:1. Für diejenigen, die da ein Foul gesehen haben wollen, kein Foul, das ist Fußball. Fußball ist ein Kontaktsport, reguläres Tor von Levante. Ja, und in der Minute, wo man denken könnte, Madrid fängt an zu straucheln. Es ist nämlich mit Sicherheit nicht einfach. Ein Spiel, wo du mal wieder 3-4, 5-0 führen musst und auf einmal steht es schon wieder 2:1. Levante im eigenen Stadion natürlich spielt dann das Momentum aus, möchte das 2:2 machen. Aber Real Madrid hat ein Grundvertrauen in ihr System und auch eine richtig starke Mentalität. In so einer Situation, wo andere Mannschaften zusammenbrechen könnten, gibt Real Madrid einfach Vollgas, spielt weiter. Kylian Mbappé macht das 3:1 per Elfmeter, den er selber rausgeholt hat. Und jetzt möchte ich 2 Punkte zu diesem Elfmeter sagen. Punkt Nummer 1, der Elfmeter ist glasklar. Ihr seht immer wieder, ich blende euch die Situation des Spiels ein. Ihr werdet gleich auch den Elfmeter sehen. Der war absolut gerecht. Zum anderen mussten Kylian Mbappé meiner Meinung nach den Ball vorher in die Mitte spielen. Ein Arda Güler und ein Vini rennen in der Mitte allein aufs Tor. Naja, der Erfolg gibt ihm recht. Er hat einen Elfer rausgeholt. Macht den Elfmeter per Panenka zum 3:1. Kylian Mbappé in dieser Situation, wo der Druck am größten war, wo Levante fast um den Ausgleich spielt, hast du dann die Cojones, um da den Panenka auszupacken. Naja, Kylian Mbappé, was für ein Fußballer. Wie kann man selbst an einem Tag, wo man schlecht drauf ist, noch 2 Tore machen, 9, irgendwas Bewertung. Naja, Kylian Mbappé, einer der Gründe, warum Real Madrid gerade so funktioniert, wie es funktioniert. Ja, und danach macht Kylian Mbappé noch den Doppelpack. Nach einer unglaublichen Aktion von Arda Kadabra Güler. Meine Güte. Fede Valverde mit einem halben Befreiungsschlag, mit 70 km/h schießt er den Ball in Richtung Arda Güler. Ich glaube, wenn ich versucht hätte, den Ball anzunehmen, hätte ich mir einen Oberschenkel-Halsbruch geholt. Arda Güler nimmt den Ball so an, dass der klebt, dreht sich in einer fließenden Bewegung mit dem Außenriss auf Kylian Mbappé. Leute, das ist ein Gedicht, dieser Angriff. Die Chemie zwischen Arda und Kylian Mbappé ist unglaublich. Kylian Mbappé bleibt vor dem Tor dann auch eiskalt. Da hat er an Ronaldo Nazario, an R9 erinnert, umkurvt den Torwart, schiebt den Ball ein und das Spiel war Geschichte. Real Madrid macht das 4:1. Danach Verwaltungsmodus, es durfte noch durchgewechselt werden. Ein David Alaba durfte die ersten Minuten dieser Saison schnuppern. Also, Real Madrid hat dieses Spiel in allen Facetten dominiert. Real Madrid war flexibel, mobil, die Außenverteidiger immer anspielbar. Wenn es über Außen besetzt war, sind sie in der Mitte reingezogen. Jeder Spieler von Madrid war mal im 16er, war auf einmal rechts, war auf einmal links. Es ist unglaublich schwer, eine so flexible, mobile Mannschaft zu verteidigen. Levante wusste gar nicht, wo sie überall die Löcher stopfen sollten. Wenn du das Loch zustopfst, kommt auf einmal da ein Mastantuono, gehst du nach da, ist da ein Vini, machst du dazu, kommt ein Mbappé, kommt ein Arda, kommt ein Fede. Also, tolles Spiel. Das Real Madrid von Xabi Alonso. Es macht wieder Spaß, dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzugucken. Er hat versprochen, er möchte, dass das Feuer zwischen Mannschaft und Fans wieder aufbrennt. Und das hat Xabi Alonso geschafft. Es macht Spaß, unseren Jungs zuzugucken. Und ich freue mich jetzt schon auf das Spitzenspiel am Samstag, auf das Derby im Wanda Metropolitano gegen Atletico Madrid. Ja, das war mehr oder weniger, was man zum Spiel sagen kann von gestern. Aber wenn man ein Fazit aus allem nehmen muss, ein Xabi Alonso hat es geschafft, dass jeder Spieler dieses Kaders in dieses System reingeworfen werden kann, egal ob er die Woche davor gespielt hat oder nicht. Und das System Xabi Alonso funktioniert trotzdem. Jeder einzelne Spieler ist bereit, die Meter zu machen, die wehtun. Jeder einzelne Spieler ist bereit, in Zweikämpfe zu springen. Ein Arda Güler, erinnere ich mich gestern an einen linken Defensiv-Zweikampf,
Zweikampf, wo der reinrutscht, sich den Ball holt. Ein Franco Mastantuono ist ein Terrier in jedem Zweikampf. Ein Vini arbeitet nach hinten. Ein Kylian Mbappé erkenne ich nicht wieder. Jeder Spieler ist bereit, die Extrameter zu gehen. Xabi Alonso hat nicht eine gute Mannschaft. Xabi Alonso hat einen guten Kader. Es spielen nicht 11 Leute, es spielen 20 Leute. Jeder kann jederzeit reinkommen und das System funktioniert weiter. Ja, wie gesagt, ihr hört schon, ich bin hellauf begeistert von unserer neuen Mannschaft, von unserem neuen Team. Und kommen wir jetzt zur Einzelbewertung unserer Spieler. Ja, ein Thibaut Courtois, da gibt es nicht viel zu sagen. Beim Tor sieht er vielleicht ein bisschen blöd aus, aber da kann er nicht viel mehr machen. Also das Spiel von Thibaut Courtois war absolut okay. Raúl Asensio, unser rechter Verteidiger. Ich glaube, alle Geister, die noch aus der Club-WM über seinem Kopf schwirrten, sind jetzt endgültig passé. 2 tolle Spieler von Raúl Asensio. Raúl Asensio erinnert wieder an seine Performance in der letzten Saison. Das ist der Raúl Asensio, den wir sehen wollen. Dienhausen und Álvaro Carreras. Ja, ich glaube, mehr Qualität gibt es in der Welt des Fußballs in der Verteidigung gerade nicht. Also tolles Spiel von Dienhausen. Er hat ein bisschen gebraucht, 5-6 Minuten, um sich als rechter Innenverteidiger einzufinden. Danach hat er das toll gemacht. Ein Álvaro Carreras bricht in seinem ersten Spiel einen Rekord, den es seit Jahren gab. 16 Balleroberungen in einem Spiel von Álvaro Carreras. Das letzte Mal hat es ein gewisser Sergio Ramos für Real Madrid geschafft. Dazu hat er es geschafft, als Innenverteidiger trotzdem hier und da am gegnerischen 16er aufzutauchen. Ich erinnere mich an eine Situation, da dribbelt er bis 11 Meter vom Tor oder 6-7 Meter, legt den Ball auf Vini, der schießt, Torwart hält. Also ein Álvaro Carreras war überall. Ich sage es immer wieder, das ist der Transfer, wo wir irgendwann sagen werden, diese 50 Millionen Euro, die wir für ihn bezahlt haben, waren ein Geschenk. Ja, kommen wir dann zum einzigen Spieler, mit dem ich nicht ganz zufrieden war, Fran Garcia. Was ist passiert? Wo ist der Fran Garcia der Club-WM? Den möchte ich wieder sehen. Das war der Fran Garcia der letzten Saison, der so gefühlt ein bisschen Angst vorm Ball hat und einfach nur möchte, dass der Ball wieder bei einem anderen ist. Ich glaube, er hat das Potenzial. Wenn er das Mindset der Club-WM wieder kriegt, brauchen wir diesen Fran Garcia. Im Mittelfeld ein Dani Ceballos. What? Was war das für ein Spiel? Dani Ceballos hat sich einfach mal einen Toni Kroos-Anzug gestern angezogen, hat das Spiel von Real Madrid geleitet. Ja, für mich gestern der stärkste Spieler im Mittelfeld. Also ich glaube 99% seiner Pässe sind angekommen. Er war überall und tolle Leistung von Xabi Alonso, dass ein Ceballos so eine Leistung abrufen kann. Ein Fede Valverde. Ja, wie gesagt, im neuen System muss er nicht so auffällig sein. Er muss nicht mehr 70 Meter hin und her Sprints machen. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Systems. Sein Spiel war wie immer absolut okay. Dann Arda Güler, der Dritte im Mittelfeld. Da muss man sagen, von weniger nach mehr. Nach der ersten Halbzeit hat Real Madrid schon 2-0 geführt, aber man hat gedacht, Madrid spielt zu 9. Ein Kylian Mbappé und ein Arda Güler, da haben sich heute einen gelben Schein geholt. Die haben heute keinen Bock. Aber in der zweiten Halbzeit hat der Türke innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, hat er aus einer roten Bewertung bei Sofascore eine grüne gemacht. Das waren vielleicht seine besten 20 Minuten bei Madrid. Auf einmal hat alles geklappt. Jeder Pass kam genau an, seine Bewegungen haben genau gepasst. Der Assist auf Kylian Mbappé ist pervers. Der muss auf über 18 Seiten, müsste der eigentlich gezeigt werden. An der Seitenlinie mit einer Körpertäuschung beendet er die Karriere vom Gegenspieler von Levante, was er da gemacht hat. Also ich sag ja, 25 Minuten von Arda Güler waren genial. Wie gesagt, von weniger nach mehr. Das gleiche werde ich gleich über einen Kylian Mbappé sagen. Ja, dann Vini Junior, der MVP. Ich glaube, ich habe alles schon dazu gesagt, was ich sagen kann. Vini Junior war der Vini Junior, den wir sehen wollen. Unermüdlich gekämpft. Keine Nebenkriegsschauplätze. Die ganze Zeit auf Fußball fokussiert. Er wurde gehalten, er wurde gefoult. Er hat trotzdem immer weitergemacht. Dieses Tor hat er sich verdient. Und dieses Tor hat er sich erarbeitet. Auch mit jedem einzelnen Defensiv-Zweikampf. Ja. Und jetzt Copy-Paste, genau das gleiche über Franco Mastantuono. Der Argentinier wird von Spiel zu Spiel besser. Wie gesagt, er muss sich natürlich an alles gewöhnen, doch es ist kein Zufall, dass ein Xabi Alonso so von diesem Jungen schwärmt. Von Anfang an hat er klargestellt, auch dem Argentinier mitgeteilt, du wirst von Anfang an wichtig für die Mannschaft. Und wie? Jetzt sehen wir, warum
Franco Mastantuono, wenn er sich so weiterentwickelt, reden wir über einen generationalen Spieler. Unglaublich, auch sein Tor absolut verdient. Ja, und vorne Kylian Mbappé. Gibt es ein größeres Kompliment, als zu sagen, der hatte gefühlt einen schlechten Tag und macht trotzdem 2 Tore, holt einen Elfmeter raus, Sofascore 9, irgendwas. Was ist das bitte für ein Spieler? Ganz klar, auf dem Weg zum Ballon d'Or. Natürlich muss da der mannschaftliche Erfolg am Ende stehen. Du musst in der Champions League sehr weit kommen, wenn du das Ding nicht sogar gewinnen musst. Weltmeisterschaft steht am Ende des Jahres an, La Liga etc. Die Liga ist auch noch lange nicht gegessen. Ich vermute, der FC Barcelona wird in Oviedo gewinnen. Dann sind es wieder nur 2 Punkte. Xabi Alonso macht immer wieder klar, wir müssen sehr, sehr viele Punkte sammeln. Er weiß, wie stark der FC Barcelona ist. Er weiß, dass du dir kaum Patzer erlauben darfst. Und Real Madrid hat sich bisher keinen erlaubt. Ich hoffe, dass Real Madrid weiter nach dem Wochenende immer sich noch keinen Patzer erlaubt hat. Denn wie gesagt, da ist die wirklich erste große Bewährungsprobe auswärts bei Atletico Madrid. Da werden wir sehen, wie hoch die Flughöhe ist, die Real Madrid bis jetzt erreicht hat. Ja, zu den Auswechselspielern muss ich sagen, es hat mich für den David Alaba gefreut, dass er Minuten sammeln durfte. Tchouaméni durfte sich lange ausruhen. Camavinga, Bellingham ist einfach anders. Bellingham wird diese Mannschaft auf ein höheres Niveau bringen. Ein Camavinga hat gestern schon gezeigt, wie wichtig er fürs Team sein kann. Der hat sich mal den Ball gepackt und ist einfach durch 3 oder 4 gegnerische Linien durchgegangen. Xabi Alonso hat das in der Pressekonferenz auch extra nochmal erwähnt. Er ist auch begeistert von den Franzosen. Zurzeit gibt es sehr viele gute Nachrichten rund um Real Madrid. Sehr viel Grund für uns Real Madrid-Fans, ein Lächeln im Gesicht zu haben und uns zu freuen. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was ist deine Meinung zu dem gestrigen Spiel? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, liken, teilen, Follow nicht vergessen und nicht vergessen, hypen. Damit hilfst du mir, dem Kanal, unglaublich weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, freut euch über die 18 Punkte und Allah Madrid!